Seit Monaten wird auf der britischen Insel die Reklametrommel für die zweite Front geschlagen. So bringen sich Briten und Amerikaner in Invasionsstimmung. Darüber hinaus verbinden sie damit die Hoffnung, Deutschland in einem Nervenkrieg zu verschleißen. Ihr Kriegsgeschrei prallt an der anderen Küste wie die Brandung ab. Das vermag weder Männer noch Beton zu erschüttern. Wir haben unsere Vorbereitungen beendet und erwarten in aller Ruhe den Feind. Er ist dabei, sich nun, wie Feindberichte sagen, auch geistig auf die Hölle der Brückenköpfe einzustellen. Ein Panzergraben. Militärische Notwendigkeiten zwingen uns dazu, in einigen Teilen Flanderns und Hollands die Schleusen zu öffnen. Unsere Männer, auf vielen Kriegsschauplätzen erprobte Soldaten, sind in langer Wartezeit auf die Gegebenheiten des Kampfes vorbereitet worden. Bewährte Infanteristen, Panzermänner, Pioniere, Kanoniere und Marineartilleristen hatten Muße genug, jeden Strich dieses zu verteidigenden Landes kennenzulernen. Sie werden zu kämpfen wissen. Generalfeldmarschall von Rundstedt bei der Besichtigung einer Panzergrenadierdivision der Waffen-SS. Generalfeldmarschall Rommel hat alle wichtigen Stützpunkte inspiziert und die letzten Maßnahmen zu ihrer Vervollkommnung durchführen lassen. Probealarm! Ein Flakbunker. Jeder weiß, wo er hingehört und was er im entscheidenden Augenblick zu tun hat. MG-Stände wachsen aus dem Strand. Die Zeit ist reif für die Invasion. Was in Marokko, auf Sizilien, bei Salerno und Nettuno erfolgreich exerziert worden ist, soll nunmehr mit dem Sprung über den Kanal gekrönt werden. Soldaten und Material in schier unbegrenzten Mengen sind innerhalb 2 Jahre über ganz England zusammengezogen worden. Die Deutschen wissen nicht, können nicht wissen, was sie erwartet. Am 6. Juni 1944 wird das Oberkommando der Wehrmacht melden: In der vergangenen Nacht hat der Feind seinen seit langem vorbereiteten und von uns erwarteten Angriff auf Westeuropa begonnen. Die Invasion ist vorbereitet. Rund 3 Millionen Mann stehen bereit. Über 9000 Bomber und Jäger, 25 Panzerdivisionen, drüben stehen nur 10 Deutsche, 198 Kriegsschiffe, 6500 Landefahrzeuge. Am 5. Juni. Entscheidende Besprechung im Hauptquartier Eisenhowers. Am frühen Abend befiehlt der Amerikaner: "We will go."
Die Besatzungen der Flugzeuge fiebern. Ihre Geduld war auf eine harte Probe gestellt worden. Am Invasionstag werden sich 125 deutsche Jäger 5000 alliierten Maschinen gegenübersehen. Und zu diesem Unternehmen hatte vorher die sogenannte Volksaufklärung getönt. Die englische Propaganda sucht dem deutschen Volke oder den Bevölkerungen der besetzten Gebiete einzureden, dass man in London dauernd darüber nachgrüble, wo man auf dem europäischen Kontinent eine Invasion versuchen könnte. Wir laden herzlich dazu ein. Die Wirklichkeit ist vernichtend. Die Deutschen schießen zurück mit allem, was sie haben. Die Propaganda hatte den Atlantikwall als Wunder bezeichnet. Er ist niemals fertig geworden. Ohne Pause behämmern die alliierten Jagdbomber die deutsche Küstenverteidigung, Flugplätze und Eisenbahnanlagen. In den Tagen der Invasion beträgt das Verhältnis zwischen alliierten und deutschen Flugeinsätzen 96.000 zu 14.000. Das bedeutet die absolute Luftherrschaft der Alliierten über Frankreich. Tagen landen die erste amerikanische und die zweite britische Armee am Strand der Normandie. Die getrennten Landeabschnitte werden zu einer schmalen, mühsam landeinwärts vorgetriebenen Front vereint.
Der Landekopf muss vergrößert werden, wenn die Soldaten und Materialien alle an Land gebracht werden sollen. Mit den Soldaten kommt Churchill, der Motor dieses Kampfes. Kampf um Cherbourg. Die draußen auf See liegende Flotte braucht einen großen Hafen. Am 26. Juni fällt die Seefestung. Die Amerikaner ziehen ein, der Hafen ist frei. Fast 5 Wochen dauern die erbitterten Kämpfe um Caen. Als die britischen Truppen die Stadt nehmen, ist der Weg nach Frankreich offen. Die Durchbruchsschlacht von Avranches hat den Weg nach Paris geöffnet. Jetzt ist die Stunde des französischen Marquis gekommen. Die französischen Widerstandskämpfer gehen gegen die deutsche Besatzung vor. Mit der Invasion sind in ganz Frankreich die FFI, die Kräfte der französischen Widerstandsbewegung, zum Aufstand übergegangen. Es wird gnadenlose Abrechnung gehalten. Am 25. August 1944 trifft General de Gaulle in Paris ein. Ein stolzer Tag für Frankreich. Hitler hatte die Zerstörung von Paris befohlen. Der Wehrmachtsbefehlshaber von Groß-Paris, General von Coltitz, erklärte die Metropole zur offenen Stadt. Paris feiert de Gaulle. Die alliierten Bomber beherrschen den Luftraum. Sie zerstören und stören jede Bewegung der deutschen Kräfte. Im späten Sommer 1944 marschieren die alliierten Armeen in breiter Front auf Belgien und auf die deutsche Reichsgrenze zu.
Krieg hinkommt, hat der Zivilist sein Recht verloren. Für viele Menschen in Dörfern oder Städten, in denen die deutsche Herrschaft erlischt, beginnt auch diese Stunde immer noch in Furcht und Not. Deutsche Soldaten haben bis zum Umfallen gekämpft. Sie sind willenlos, verzweifelt. Am 3. September 1944 ist Belgiens Hauptstadt Brüssel frei. Die Menge erfasst ein hemmungsloser Jubel. Zur Beschleunigung des Vormarsches auf die deutschen Reichsgrenzen sollen die 1. britische Luftlandedivision, die Roten Teufel, und die polnische Fallschirmjägerbrigade zwischen Maas und Waal die deutsche Front überspringen und wichtige Brückenköpfe besetzen. Lufttransportverbände mit Lastenseglern und Transportflugzeuge mit den Fallschirmtruppen setzen ihre Lasten im Raum von Arnheim in Südostholland ab. Sie landen mitten im Bereich des 2. Korps der Waffen-SS. Die alliierten Einheiten werden beinahe aufgerieben. Aber sie behalten die Brückenköpfe über Maas und Waal fest in ihrer Hand. Vorfühlender Feind wird frühzeitig erkannt. Ein Panzerjäger verlässt seine Deckung. Die Spuren werden sofort verwischt. Das Feuer liegt gut. Der Beobachter ist zufrieden. So, das reicht für den Augenblick. Der Panzerjäger fährt wieder in Deckung. Einsatzbesprechung mit den Zug- und Gruppenführern. Auch an dieser Front schicken die Amerikaner und Engländer ihre Hilfsvölker ins Feuer. Verwundete. Die schweren Fälle werden auf dem schnellsten Wege ins Lazarett transportiert.
erneuter Angriff der Anglo-Amerikaner bleibt in unserem Feuer stecken. Durch verstärkten Bombeneinsatz versucht der Gegner, den Angriff vorwärts zu treiben. Noch einmal Glück gehabt.